Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Beim Kopieren eines Meisters kann man immer unglaublich viel lernen. Im heutigen Video kopiere ich ein Meisteraquarell des englischen Aquarellimpressionisten Edward Wesson. Es geht mir bei dieser Meisterkopie wieder nicht nur darum, die Farben und die Komposition des Meisters nachzuempfinden, sondern auch vor allem um den lockeren Pinselduktus. Ich muss sagen, die lockeren und stellenweise sehr abstrakten Striche waren eine echte Herausforderung für mich. Im folgenden Video zeige ich dir also, wie ich diese Herausforderung annehme und locker und leicht das Aquarell von Edward Wesson kopiere. Viel Spaß dabei! Jetzt geht es gleich mit dem Malen los. Vorher möchte ich noch kurz erwähnen, dass alle Unterstützer unseres Kanals wieder eine lange und ungekürzte Version dieses Videos bekommen. Ihr als Unterstützer seht also jeden Pinselstrich, den ich gleich malen werde. Und es gibt zusätzlich für die Unterstützer auch noch diese Farbmischübung, einmal für die Rottöne im Bild, einmal für die Grüntöne. Bei dem Grün ist es diesmal ziemlich wichtig zu wissen, dass ich nicht eine einzige grüne Tube aus dem Kasten verwende, sondern mir das Grün aus Gelb und Blau zusammenmische. Die Farbpalette des Edward Wesson ist mir nicht im Detail bekannt, aber aus seinen Bildern kann man schon einige Rückschlüsse ziehen auf die Farben, die er verwendet hat. Ich hoffe, das Anschauen des Videos macht dir jetzt Spaß und wenn du dann diese Kopie auch versuchst, achte darauf, dass du wirklich den lockeren Pinselstrich nicht verlierst. Das ist beim Kopieren wirklich immer eine große Herausforderung, denn man möchte ja den Meister so interpretieren, wie man das Bild vor sich sieht. Aber die Lockerheit des Strichs ist eben auch typisch für diesen Aquarellmeister, also versucht die Herausforderung anzunehmen und besonders locker zu malen. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Cadmiumgelb, Yellow Ocher, Sienna gebrannt, Opernrosa, Permanent Alizarin Karmesin, Cadmiumfreies Cadmiumrot, Kobaltblau, Cerulean Blue von der Firma Winsor Newton, Ultramarin Feinst von Schminke. Ich arbeite auf Arches Baumwollpapier 300 Gramm Graphin. Das Format ist etwas größer als DIN A4. Ich male mit den 3 Pinseln aus meiner eigenen Kollektion, dem Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, dem Rotmalerpinsel in Größe 10 und für eine kleine Stelle verwende ich den synthetischen Flachpinsel zum Auswaschen der Farben in der Größe 10. Ich habe hier im Kanal schon einmal ein Landschaftsaquarell von Edward Wesson kopiert. Das war der Film Meisterkopie, den verlinken wir euch hier gerne in der Infokarte. Und ich habe mich da bezogen auf dieses Buch The Watercolors of Edward Wesson. Das ist erschienen im Halstar Verlag und bietet einen schönen Überblick über das Schaffen dieses englischen Watercolor-Impressionisten. Er war ein Wegbereiter des modernen Aquarells, der vor allen Dingen durch seine ganz lockere Pinselarbeit dieses moderne Aquarell mit begründet hat. Für seine Landschaftsaquarelle, die oft sehr reduziert sind und auch sehr kontrastreich, kennt man ihn, aber er hat auch wunderbare Blumenstillleben gemalt. Hier gibt es im Buch nur ein paar wenige Bilder, die aber besonders eindrucksvoll in ihrer Reduktion sind, wie ich finde, und auch in den verwendeten Farbtönen. Hier sehen wir ein Rosenaquarell, das ist ein anderes, als ich heute kopieren werde, aber auch ganz ähnlich gehalten mit diesen dunklen, gebrochenen Grüntönen und den leuchtenden Rot-Violett-Tönen in den Blüten. Für alle Unterstützer unseres Kanals gibt es das Foto vom Original und auch meine Skizze wieder zum Herunterladen auf meiner Unterstützerseite bei Steady. Außerdem bekommen die Unterstützer unseres Kanals dieses Video in der langen, ungekürzten Version. Und ich mache jetzt mit allen Unterstützern noch zusätzliche Übungen zum Ermischen der Rottöne und auch zum Ermischen dieser gebrochenen Grüntöne. Wenn du also etwas tiefer in die Materie einsteigen möchtest, das Video ganz ungekürzt sehen möchtest und auch die Mischübungen nachvollziehen, dann empfehle ich dir mal unter dem Video zu schauen. Dort gibt es einen Link, deine Unterstützung. Der führt direkt zur Online-Plattform Steady. Dort kannst du bei Interesse eine Mitgliedschaft abschließen. Die ist jederzeit wechsel- oder auch kündbar. Und dann bei unserer großen Community hier auf dem Kanal mit dabei sein. Wenn ich so eine Meisterkopie anfertige,
dann versuche ich nicht nur die Farben genau zu treffen und auch das Sujet genau zu übertragen, sondern mir geht es vor allem auch darum, dass ich die Lockerheit des Pinselstriches versuche nachzuempfinden. Ich sehe hier bei ihm zunächst, dass er mit einem gebrochenen Grauton wahrscheinlich das Blatt grundiert hat. Ich verwende jetzt hier Sienna gebrannt und Kobaltblau. Das ist eine ganz lockere Grundierung, die zunächst nur die weißen Formen der Rosenblüten ausspart. Geht ein bisschen mehr ins Bräunliche. Die Blätter, nehme ich an, sind einfach oben drauf gesetzt in einem zweiten Farbauftrag. Und ich schaue jetzt, dass ich ungefähr die Umrissformen der Blüten ausspare mit diesem braunen Farbauftrag. Das sollte schon sehr locker geschehen. Ich gucke jetzt hier ziemlich genau auf das Vorlagenfoto. Hier hat er sich Mühe gegeben. Bei diesem Blütenblatt sehe ich einige kleine Binnenformen. Und dann ist der Strich auch wieder an anderer Stelle sehr locker und flüchtig. Hier oben gibt es eine kleine Weißform, die stehen gelassen wurde, weil er, glaube ich, hier sehr schnell diesen Hintergrund gemalt hat. Hier kam etwas mehr Blau mit in den Hintergrund hinein, hier unten. Und der Tisch, ja, scheint mir auch ein bisschen grundiert zu sein. Und das Ganze dient jetzt dazu, dass dieses Weiß der Blütenblätter besonders leuchten kann. Ja, hier ist auch eine kleine Lasur drauf. Und das ganze Bild bekommt dadurch auch so eine warme Grundstimmung. Ich glaube, über die Vase kann man das hier auch komplett drüber ziehen. Wird dann auch später dunkler drauf gemalt. Sehr helle, sehr leichte Lasur mit Sienna gebrannt und Kobaltblau und gelegentlich überwiegt das Braun in der Mischung und an anderen Stellen das Blau. Ich sehe jetzt weiche Verläufe von Grüntönen in die Hintergrundfarbe hinein, aber von diesen ganz hellen Grüntönen. Das werde ich jetzt versuchen einzutragen, solange wie der Hintergrund noch nass ist. Das sind so vorbereitete Blätter. Ich habe mir hierfür Cadmiumgelb und Kobaltblau gemischt und setze diese grünen Flecken jetzt hier rein, wo ich diese grüne Untermalung vermute. Und dann geht es schon weiter mit den Rosétönen in den Blüten selbst. Und hier sehe ich einen sehr hellen, fast pinken Farbton. Da verwende ich Alizarin Karmesin mit etwas Blau abgemischt. Und ein paar Striche sind zu sehen, die fast rein blau aussehen. Mit denen beginne ich jetzt und mische mir Zylinblau mit ein bisschen Cadmiumblau zu so einem Lavendelfarbton. Und setze ihn, oh, das war zu viel Blau, hier. Ich nehme an, da hat er geguckt, wo Schatten in den Blütenblättern sind und hat das dann dementsprechend eingetragen. So, dann gehe ich jetzt mit den Rotmischungen weiter. Ich arbeite jetzt auf trockenem Papier und kann aber dann auch vielleicht in dieser Blüte das Papier vorher ein bisschen anfeuchten. In die Farbe hinein jetzt die etwas cremigere Mischung und dadurch sind eben auch diese weichen Verläufe dann in der Blüte entstanden. Das müssen wir später noch mal draufsetzen. Also ich habe jetzt hier in die nasse Fläche hineingearbeitet und merke, dass es doch sehr weiche Verläufe gibt, die ich hier bei seinem Original gar nicht sehe. Hier ist ein bisschen mehr sehr helle Farbe in dieser Blüte.
Und das andere müssen wir eintragen, wenn es getrocknet ist. Gehen wir mal zu den beiden Blüten hier im linken Bereich. Da ist es ja sehr schön zu sehen, dass hier ein gelber, bei dieser oberen Blüte ein gelber Blütenmittelpunkt liegt. Und da sehe ich einen sehr hellen Ockerton oder einen Sienna Natur hier im Zentrum der Blüte. Ich nehme noch ein bisschen Gelb dazu, weil das jetzt hier gerade nicht so strahlt wie auf meiner Vorlage. Und dann gehe ich jetzt relativ zügig in eine sehr stark verdünnte Mischung mit Alizarin Karmesin. Etwas Opernrosa nehme ich mit dazu, damit es wirklich hell bleibt. Und setze hier die Feuchtigkeit hin, sodass das noch mit dem Gelb etwas verschmelzen kann. Okay, die zweite Blüte hier drunter wird gleich im Anschluss gemalt. Sehr wässrig die Farben jetzt hier. Und anscheinend alles auf trockenem Papier. Allerdings so schnell gemalt, dass einige Verläufe hier einfach von allein entstehen. Auch hier gibt es einen Mittelpunkt der Blüte, der, glaube ich, mit etwas Sienna gebrannt, Alizarin Karmesin und Ultramarin so ein dunkles, warmes Rotbraun entsteht. Hier noch eine zweite Form und eine kleine Form. Okay, wichtig sind diese weißen Flächen immer zwischen den dunklen Formen, die die einzelnen Blütenblätter jetzt hier sehr locker andeuten. So, hier unten gibt es noch die Blütenknospe, die eigentlich nur entsteht durch einige rötliche Flecken. Auch die sind unglaublich locker mit einem Pinselstrich hier gemalt worden. Bisschen variieren die Farbe mit Blau. Hier unten. Und die Blüte hier unten, die ich auch jetzt zunächst mal vorbereite, weil da ist dann noch ein dunklerer Farbauftrag oben drüber gekommen. An dieser Stelle unterbreche ich das Video einmal kurz für eine kleine Ankündigung. Am 18. September 2025 gibt es den nächsten Livestream im Unterstützerbereich unseres Kanals. Um 19 Uhr geht es los und jeder Unterstützer ab einem 10-Euro-Paket kann am Abend teilnehmen. Wenn du dich für eine Mitgliedschaft bei Steady interessierst, dann schau gern unter dem Video, dort gibt es einen Link, Steady deine Unterstützung. Da kannst du dich über alle Pakete und Möglichkeiten der Unterstützung unseres Kanals informieren. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Ihr helft uns wirklich sehr, hier unsere Arbeit auf YouTube kontinuierlich für euch fortzusetzen. Ich freue mich schon sehr auf den nächsten Malabend und dieses schöne Motiv. Und jetzt geht's weiter mit unserer Meisterkopie. Jetzt beginne ich mit der Ummalung der Rosenblüten und ich versuche mir die Grünmischungen herzustellen, die ich auf meinem Vorlagenfoto sehe, um dem Meister so nah wie möglich zu kommen. Ich fange an mit Cadmiumgelb und Kobaltblau und nehme auch eine Spur vom Alizarin mit hinzu, um jetzt zunächst mal dieses relativ helle Grün der Blätter auf der linken Seite zu malen. Einige wenige lockere Striche deuten hier die Blätter an. Da kommt dann gleich noch eine deutlich dunklere Mischung drüber. Man sieht auch, wie nass er hier gearbeitet hat, weil es alles so ein bisschen ungleichmäßig aufgetrocknet ist. Lichter Ocker kommt jetzt hier mit rein, weil ich das gerade hier so vermute. Gut, das sind die hellen Blätter. Hier ist noch eins mit dieser hellen Mischung. Schön viel Wasser. Und hier hinten.
Und der Rest ist offensichtlich gemacht mit einem Grün, was deutlich dunkler ist. Und da verwende ich jetzt die Mischung Ultramarin Feinst und Sienna gebrannt. Und dort hinein gebe ich etwas vom Cadmiumgelb. Also ich muss fast ein Schwarz mischen, was so ein bisschen Grünanteil hat. Gebt man noch ein bisschen Alizarin mit rein, damit es noch ein bisschen dunkler wird. Und jetzt beginne ich hier, ja, das sieht gut aus. Und hier versuche ich jetzt ein schönes Blütenblatt negativ auszuwaschen. Hier sind anscheinend wieder verschiedene Farben ins Spiel gekommen. Da hat er vielleicht zunächst mit einer bläulicheren Mischung gearbeitet und dann sich nochmal anders entschieden. Hier ist ziemlich viel Grau, einfach nur um das noch etwas abzuschattieren. Ja, und fast ein Violett sehe ich hier noch unten drunter mische ich mir schnell aus Kobaltblau und Alizarin. Hier liegt bläuliche Farbe. So, und in die bläuliche Farbe hinein, jetzt sehr cremig, noch einmal die dunklen Blätter mit Ultramarinblau, Alizarin, Karmesin und etwas Gelb und auch ein bisschen Sienna gebrannt. Fast ein Schwarz mit einem gewissen Grünanteil. So, jetzt mache ich in der Vase weiter mit Grautönen. Das ist wirklich hier sehr spannend, wie abstrakt letztendlich diese ganzen Striche und Flächen sind. Jetzt brauchen wir ein Blau für die Basis der Vase. Das ist ein Blau, was so ein bisschen aus dem Bild rausfällt, farblich, aber sicherlich in den Schatten der Rosen auch schon verwendet wurde. Kobaltblau mit ein bisschen Alizarin. Oh. Und hier unten schneller durchbrochener Pinselstrich für ein bisschen Glanz im Glas. Dann gibt es einen sehr starken Schatten unter der Vase und den werde ich dann später noch einfügen. Hier geht es weiter mit abstrakten Schattenformen und auch dunklen Blättern, die wieder jetzt mit sehr cremiger Mischung aufgemalt werden. Den dunklen Schatten unter der Vase male ich mit Ultramarin Feinst und Sienna gebrannt. Wirklich dunkel hier. Und diese Blüte hier rechts ist noch dunkler und auch das Innenleben der Blüten möchte ich noch ein bisschen dunkler malen mit Alizarin, Karmesin und hier dieser Blaumischung. Das ist doch schon ein ziemlich dunkler Farbton hier rechts unten in der Ecke. Vielleicht auch mal ein bisschen Cadmiumrot mit rein, dann wird es ein bisschen wärmer. Das kommt eher hin. Und mit gebrochenen Grautönen ein
Bisschen Gelb mit rein und Blau. Hier ein bisschen mehr Wasser wird aus dem Bild hinausgeführt, sodass diese Blüte hier nur angedeutet ist und auch mit dem Hintergrund ein bisschen verschmilzt. Ein Akzent hier innen drin nochmal mit Ultramarinblau und Sienna gebrannt, fast ein Schwarz. Und auch hier in dieser Blüte möchte ich noch das dunkle Rot direkt in der Blüte nacharbeiten. Ultramarin feinst, Alizarin und etwas Sienna gebrannt, etwas mehr Blau mit dazu. Und mit ein bisschen Wasser auf der rechten Seite hier anlösen. Und jetzt mische ich mir auch nochmal das ganz dunkle Grün aus Ocker, Ultramarin und etwas Rot. Ja, und hier noch eine kleine Lasur, um die helle Vase abzugrenzen vom Schatten, der hier unter den Blüten liegt. Das gleiche noch einmal hier links bei der Knospe. Ups, ist ein bisschen zu dunkel. Aber hier liegt ein bisschen mehr Dunkelheit, damit hier die Blüte erkennbar ist. Hier hat er auch noch ein bisschen was Grünes, bestimmt auch aus dem Grund hingemalt. Und hier auch. Also um diese Knospe herum ist doch noch ein bisschen Farbe mehr, als ich dachte. Ein bisschen dunkler hier noch dieses Blütenblatt. Ich habe mir jetzt nochmal das mittlere Grün gemischt, um hier noch kleine Sachen einzutragen. Und hier ist eigentlich auch ziemlich viel Grün noch, hier unten. Also man entdeckt doch ziemlich viel, wenn man sich so genau mit einer Vorlage beschäftigt. Und ganz erstaunlich ist, wie abstrakt man hier arbeiten muss, um das nachzuvollziehen. Wirklich mit vielen abstrakten Flächen, die dann letztendlich das Ergebnis geben. Also ich habe jetzt zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, Rosenblätter zu malen, sondern eigentlich nur Flecken aneinander gesetzt. Sehr spannend. So, ich hoffe, das Video hat dir Freude gemacht und du probierst das jetzt selbst auch einmal aus. Für mich war das wirklich herausfordernd, aber auch sehr, sehr interessant und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses kleine Blumenstillleben von Edward Weston zu kopieren. Ich werde versuchen, in meine eigenen Bilder vielleicht mehr abstrakte Formen mit zu übernehmen und auch den starken Hell-Dunkel-Kontrast kann ich mir vom Meister noch abgucken. Schreib gerne in die Kommentare, wie es dir mit dieser Meisterkopie geht, das interessiert mich wirklich. Und ich freue mich auch sehr über einen Daumen nach oben hier unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder, wenn du möchtest, hier auf dem Kanal oder beim Livestream. Ab dem 10-Euro-Paket kannst du dabei sein am 18. September 2025. Und nun sage ich Tschüss, bis dahin.